Wir werden uns im folgenden Gespräch mit dem Thema Flüchtlingshilfe befassen. Dazu begrüße ich ganz herzlich den Mitbegründer und Geschäftsführer der Innovative Sand OG, Herrn Joran Ikic. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Die Innovative Sand OG hat kürzlich ein humanitäres Projekt vorgestellt. Wie kann man das kurz zusammenfassen? Wir sind in der Lage, aus Wüstensand Ziegel herzustellen. Diese Ziegel können oder sollen durch die Erstellung von Häusern, Straßen, Brunnen und Kanalisationen helfen, die Bedingungen in Flüchtlingsgebieten massiv zu verbessern. Die Menschen, die bisher in notdürftigen Zelten und Containern leben, erhalten durch diese Grundlage eine neue Perspektive und die Chance, ihr Leben selbst zu gestalten. Dadurch sind die Menschen nicht mehr darauf angewiesen, ihre Heimat hinter sich zu lassen und sich auf gefährliche Wege zu begeben, die oft genug tödlich enden. Ja, und welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrem Projekt? Wir möchten endlich einmal ein Hilfsprojekt zur Flüchtlingssituation auf die Beine stellen, bei dem der Supporter, das heißt die Menschen, die uns unterstützen, mit nur einer einzigen Spende dauerhaft helfen können. Und gibt es neben diesen noch mehr Alleinstellungsmerkmale Ihrer Kampagne? Ja, neben der Tatsache, dass sich unser Projekt selbst finanziert, legen wir höchsten Wert auf Nachhaltigkeit unseres Vorgehens. Die Erstellung unserer Ziegel erfolgt übrigens ausschließlich unter der Verwendung von erneuerbaren Energien. Letztendlich wirken wir einer aktuellen und weitläufigen Problematik direkt am Ort des Entstehens entgegen und bekämpfen nicht nur die Symptomatik, wie viele andere. Okay. Woran kann man dann diese Nachhaltigkeit festmachen? Nachhaltig ist unser Projekt deswegen, weil wir unsere Leistungen mit den kulturellen Gegebenheiten vor Ort vereinen und uns damit in den bestehenden Kreislauf integrieren bzw. eingliedern. An dieser Stelle werden wir durch lokale Experten wie Herrn Kilian Kleinschmidt, der lange Zeit Bürgermeister des größten Flüchtlingslagers der Welt, Zaatari, dort tätig war und ein sehr großes Fachwissen mitbringt. Von diesen Leuten werden wir unterstützt, da holen wir uns auch Informationen. Die laufenden Kosten unserer Anlage sind wesentlich geringer als die Einnahmen, die damit generiert werden, sodass kontinuierliche Überschüsse in das Gesamtkonstrukt, also in unser gesamtes Unternehmen, zurückfließen. Damit finanzieren wir weitere Anlagen, können uns vergrößern, können mehr Menschen helfen und neue gemeinnützige Projekte werden entwickelt. Ja, und welche Risiken besteht dann für dieses Projekt und auch für die Investoren natürlich? Das ist eine sehr gute Frage. Nachdem wir mit dem uns anvertrauten Kapital verantwortungsbewusst umgehen, werden wir die ersten Anlagen in politisch stabilen Gebieten errichten. Im Augenblick ist die Welt im Wandel und was heute ein sicheres Gebiet ist, kann morgen bereits ein Krisengebiet sein. Auch auf die Gefahr hin, dass die Transportwege länger werden. Das sind wir unseren Investoren und den Menschen, den Leidtragenden, schuldig. Das ist ja sehr interessant, ein innovatives Verfahren. Können Sie das mal kurz erläutern? Sie haben, glaube ich, da auch ein Patent errichtet. Das ist richtig. Wir haben das patentierte Verfahren. Durch die Bündelung von Sonnenlicht erreichen wir in der von uns verwendeten Testanlage hier in Deutschland Temperaturen von mehr als 2500 Grad. Sie wissen selber, wenn Sie heute irgendwie Wasser kochen, dann sind Sie bei 100 Grad. Also selbst in Deutschland erreichen wir 2500 Grad. Für die Sinterung bzw. Verschmelzung von Wüstensand zu Ziegeln benötigen wir weniger als 1800 Grad. Da unsere Einsatzgebiete rund um den Äquator liegen, steht uns dort eine höhere Leistung zur Verfügung, die unsere Produktionsrate dementsprechend verbessert. Weil das Ziel ist ja die stetige Optimierung. Ja, und wie vielen Menschen kann dann Ihre Hilfe zugutekommen? Aktuell sind mehr als 60 Millionen Flüchtlinge oder Menschen auf der Flucht. Davon 33 Millionen Binnenflüchtlinge oder Binnenvertriebene. Das bedeutet, es sind Flüchtlinge im eigenen Land. Wenn es nach uns geht, würden wir gerne allen 33 Millionen helfen. Für den Beginn
liegt unser Fokus auf Ländern wie Somalia, Syrien, Kurdistan, Jordanien, Irak, dort wo die Hilfe am ehesten benötigt wird, dort wo ein Neuaufbau auch was bewirken kann. Natürlich ist klar, je mehr Anlagen wir aufstellen können, desto weitreichender und schneller können wir helfen. Das bedeutet, je größer die Crowdfunding-Kampagne, je mehr Menschen uns unterstützen, desto mehr Anlagen können wir auf den Weg bringen und desto effektiver können wir helfen. Ja, und wie sehen Sie selbst die Erfolgsaussichten dieses Projekts? Die sehen wir als sehr gut an. Die Kampagne ist einfach und schnell umsetzbar, das ist wichtig. Das Projekt hat ausschließlich positive Auswirkungen auf die vorhandenen Strukturen. Das Konzept ist sehr gut durchdacht, steht auf 2 unabhängigen Säulen und refinanziert sich danach selber. 2 Säulen, können Sie uns das Modell mal bitte genauer darstellen? Gerne. Neben der Erstellung von Sandziegeln zum Aufbau von Gebäuden und einer Infrastruktur erlaubt uns unser patentiertes Verfahren zur Umwandlung von Wüsten in schüttfähigen Sand den Eintritt in einen zweiten großen und finanzstarken Markt. Zusätzlich zu den hier generierten Einnahmen können wir den Schutz und die Wiederherstellung von Inseln und Küsten bzw. Sandstränden vorantreiben. Für unsere Unterstützer haben wir auch zu dieser Thematik ein eigenständiges Interview aufgenommen, das Sie auch auf unseren Social Networks oder unter den Social Networks sehen können. Also da gibt es dann noch weitere Details zu der Kampagne. Social Networks haben Sie erklärt und was noch? Gerne. Ja, es ist so, dass wir Details insgesamt, dass Sie die einsehen können, oder die Details zu unserem Unternehmen können Sie einsehen unter www.i-sand.de, und wir sind auf zahlreichen sozialen Netzwerken vertreten. Indem Sie uns auf YouTube, Facebook und Co. abonnieren, erhalten Sie aktuelle Informationen zu der Crowdfunding-Kampagne, aktuelle Informationen zu dem, was wir machen, sodass wir die komplette Kampagne auch transparent machen und hoffen auf eine zahlreiche Unterstützung. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für das geführte Interview. Lieben Dank. Dankeschön.